Was macht eine Riesenyacht mitten in Hongkong? Und wie ist sie dorthin gekommen? Eine Yacht zwischen riesigen Hochhäusern mitten in der Stadt? Hallo, da stimmt doch was nicht. Übrigens, eigentlich könnte diese Yacht sofort in See stechen, wenn da nicht ein paar Häuser im Weg stehen würden. Die ganze Geschichte für Sie jetzt. Ein Schiff mitten in der Großstadt. Gefunden in der Megametropole Hongkong. Von oben ein unglaubliches Bild. Mitten zwischen Wolkenkratzern und Rush-Hour-Verkehr ein gestrandetes Passagierschiff? Wie um alles in der Welt ist es da hingekommen? Wir machen uns auf den Weg in den Stadtteil Hang Hom. Da soll es sein, das Großstadtschiff. Überall riesige Hochhäuser. Und mittendrin finden wir es. Ein echtes Schiff, komplett seetauglich. 110 Meter lang, 20 Meter hoch und 40 Meter breit. Es liegt mitten auf der Straße, umgeben nur von einer kleinen Wasserpfütze. Wir wollen wissen, was das Schiff hier zu suchen hat. Der Hafen ist ganz in der Nähe. Da wundert es mich nicht, dass hier ein Schiff liegt. Ich finde es nicht komisch. Drinnen fühlt es sich auch ganz normal an. Ich kenne es schon seit meiner Kindheit. Es ist für uns völlig normal. Hier wundert sich also niemand über das riesige Passagierschiff mitten in der Großstadt. Wir wollen es ein bisschen genauer wissen und schauen uns den Bauch des Schiffes mal von innen an. Auf über 130.000 Quadratmetern gibt es 300 Shops, Kino, Gamerhalle und sogar eine Bowlingbahn. Wir sind in einer Shopping Mall inklusive Gourmet-Restaurant. Von der außergewöhnlichen Form merkt man hier drinnen nichts. Wir wissen immer noch nicht, welche Geschichte hinter dem gestrandeten Schiff steckt. Deshalb treffen wir Agnes, die PR-Beauftragte der Mall. Das Gebäude hat angeblich Kultstatus. Das Schiff steht hier schon über 30 Jahre. Täglich kommen etwa 180.000 Besucher. Viele davon sind Touristen, die extra deshalb nach Hongkong gereist sind. Die Shopping Mall ist erst nach einiger Zeit im Schiff entstanden. Davor stand es ein paar Jahre leer. Agnes zeigt uns das Deck. Von der Reling bis zum Funkmast, alles vollständig funktionsfähig. Dieses Schiff könnte tatsächlich fahren. Im 19. Jahrhundert stand genau an dieser Stelle eine Trockendockfirma. Hier wurden Schiffe repariert, gebaut und gelagert. Die Bewohner wollten an das Whampoa Dock erinnern. Deshalb steht hier ein Schiff. Und da liegt es, in einem Meer von Hochhäusern. In Holland sind wir auf diese Luftaufnahme gestoßen. Ein Puzzleteil irgendwo bei Utrecht. Aber was ist das eigentlich? Wir machen uns auf den Weg und fragen in der Stadt nach. Sind diese Inseln nicht in Dubai oder so? Sowas wie ein Jahrmarkt? Karneval? Nie gesehen? Noch nie gesehen. Das könnte das Meer sein. Das gibt es nicht. Nur Fantasie. Ich kenne es. Wo ist es? Es muss hier ganz in der Nähe sein. Trotzdem scheint fast niemand das Bild zu kennen. In einem Badesee nördlich der Stadt Utrecht soll es sein, das riesige Puzzleteil mitten im Wasser. Wir sind an der genannten Adresse, aber so wie es aussieht, weit und breit kein Puzzleteil. Nun, es kommt auf die Perspektive an. Wir sind hier genau richtig. Und schauen uns um. Wasserrutsche, Klettergerüst, Liegewiese. Eindeutig ein Spielplatz. Aber warum diese eigenartige Form? Um das herauszufinden, treffen wir den Inselmanager. Er will uns erklären, warum diese Plattform so einzigartig geformt ist. Der Architekt Mariske Pamela hat diese Insel gebaut. Er wollte zeigen, dass dies hier ein Spielplatz ist. Und was verbindet man mit Spielen? Ganz klar, ein Puzzle. Deshalb hat die Insel eine Puzzleform. Die Puzzle-Insel wurde vor 20 Jahren gebaut und ist seitdem besonders bei Familien mit Kindern beliebt.
Die Leute kennen die Form. Nicht alle, aber spätestens, wenn sie auf die Insel kommen, sehen sie die besondere Form und fragen sich, was es damit auf sich hat. Dass es ein Puzzleteil ist, können sie sich dann auf der Karte anschauen. Na ja, das haben also alle auf der Karte nachgeschaut. Ein Puzzle. Ein Puzzlestück. Wussten Sie das? Nein, wusste ich nicht. Oh, ein Puzzle? Echt? Die Besucher haben das Interessanteste der Insel also gar nicht bemerkt. Manchmal lohnt es sich eben, die Perspektive zu wechseln. Deshalb schauen wir gerne auch mal von oben drauf. Nein, unsere Kamera hat keinen Blaustich und ihr Fernseher ist auch nicht kaputt. In dieser Stadt sind tatsächlich fast alle Häuser blau. Wir sind in Jodhpur in Nordindien. Hier reiht sich seit Jahrhunderten ein blaues Haus ans nächste. Wir wollen herausfinden, warum die Bewohner so auf Blau stehen. Das ist die blaue Stadt, weil die Brahmanen sie so nennen. Hier gibt's halt blaue Häuser. Warum, weiß ich nicht. Die blaue Stadt? Ja, wir haben die Häuser schon vor vielen, vielen Jahren blau angestrichen, weil die Brahmanen das so machen. Und auch wir folgen dieser Tradition. Brahmanen, so nennt man Menschen, die zur obersten Kaste in Indien gehören. Angesehene Leute, oft Gelehrte oder Priester. Wir folgen dieser Spur und verabreden uns mit einem der ältesten Brahmanen in Jodhpur. Bei ihm sind sogar die Wände im Haus blau. Brahmanen sind sehr gläubig. Sie wollen Frieden und keine Gewalt. Das ist die Botschaft, die wir Brahmanen mit der blauen Farbe senden wollen. Es ist unser Symbol für den Frieden und jeder kann sehen, hier wohnt ein Brahmane. Ein Statussymbol also. In Jodhpur sind allerdings fast 80% der Häuser blau. Zur Kaste der Brahmanen gehören aber nur rund 20% der Bewohner. Das allein ist also nicht des Rätsels Lösung. Die meisten Jodhpur machen uns einfach nach und streichen ihre Häuser auch blau. Egal ob Brahmane oder nicht. Ich reg mich aber nicht mehr auf. Für mich ist das inzwischen in Ordnung. Gut, soweit verstanden. Warum aber machen das fast alle? Wir treffen Bhagwan. Auch er wohnt natürlich in einem blauen Haus und lässt seinen Wänden gerade einen neuen Anstrich verpassen. Wenn ihr wollt, kommt gern rein und schaut euch mein Haus an. Na klar wollen wir. Dass die blaue Farbe ein Statussymbol ist, wissen wir schon. Bhagwan möchte uns aber zeigen, dass nicht alle einfach nur so tun, als seien sie Brahmanen. Denn es gibt noch einen weiteren Grund für das Blaufieber der Stadt. In der blauen Farbe ist ein Kupfersulfat. Wenn die Sonnenstrahlen auf das Sulfat treffen, entsteht ein Gas. Das schützt uns vor den Moskitos. Es vertreibt die Moskitos. Beweise dafür gibt es keine. Bhagwan versichert uns aber, seit Jahren hätte ihn keine Mücke mehr gestochen. Außerdem soll die Farbe die Temperaturen in den Häusern senken, da sie das Sonnenlicht reflektiert. Also eine wahre Allzweckwaffe. Selbstgemachter Moskitoschutz, Klimaanlage und Statussymbol. Deshalb sind die Häuser hier alle blau. Ein bisschen muss man an die Wirkung der Wunderfarbe aber auch glauben. Zwei ineinandergreifende Herzen. Wie eine riesige Halskette liegt dieses komische Konstrukt mitten im Meer. Gefunden auf Satellitenbildern vor der Küste der Insel Magong in Taiwan. Was genau soll das sein? Und wer hat die Herzen dahin gelegt? Wir fragen am Hafen nach. Keine Ahnung, was das ist. Das ist auf der anderen Seite der Insel. Das ist für Touristen, besonders für junge Paare. Die kommen hierher und fotografieren sich oder heiraten vor den Herzen. Eine Touristenattraktion. So. Der Weg dahin ist jedenfalls perfekt ausgeschildert. Tatsächlich wirbt die knapp 60.000 Einwohner zählende Insel mit den zwei Herzen, wo sie nur kann.
Keine 10 Minuten später haben wir sie auch schon gefunden. Die Twin Hearts, die Zwillingsherzen. Eine Steinformation mitten im Ozean. Sie sieht aus, als hätte jemand eine riesige Halskette einfach so ins Meer gelegt. Wir finden sogar eine Aussichtsplattform. Nur weit und breit keine Spur von Touristen. Auf der Infotafel steht, dass die Zwillingsherzen extra von den Inselbewohnern erbaut wurden. Aber warum das alles? Darüber gibt das einzige Schild weit und breit keine Auskunft. Irgendwer muss uns doch sagen können, was es damit auf sich hat. Ist das Kunst oder Aberglaube? Wir fahren ins nächste Dorf. Vielleicht weiß ja hier irgendjemand mehr. Das hat was mit Fischen zu tun. Aber da müsst ihr die Älteren fragen. Das ist eine Fischfalle. So fischen wir auf der Insel seit vielen 100 Jahren. Die Fische schwimmen rein und kommen nicht mehr raus. Man braucht sie dann nur noch rauszuholen. Also nochmal zurück. Der nette Herr hatte auch noch einen weiteren Tipp für uns. Am Nachmittag soll es bei den Zwillingsherzen erst so richtig spannend werden. Und tatsächlich, bei unserem zweiten Besuch wimmelt es nur so von Touristen mit Selfie-Sticks und verliebten Pärchen auf der Plattform. Bei näherem Hinsehen entdecken wir warum. Es ist Ebbe und die Herzen aus Stein ragen deutlich aus dem Meer hervor. Jetzt tut sich auch am Ufer etwas. Xinhao und Chonghua tauchen auf. Auf diese beiden haben hier alle gewartet. Wir fischen hier. Was denn sonst? Also keine Künstler, einfach nur 2 Fischer, die ihre Fischfalle besuchen. Ihre Großväter haben das Gebilde sorgfältig mit der Hand aufgetürmt. Und so funktioniert's. Die Flut treibt die Fische in Richtung Herz. Durch die kleine Öffnung schwimmen diese in die Becken. Wegen der Strömung kommen die Fische nicht mehr raus. Bei Ebbe senkt sich das Wasser und die Tiere sind in den Herzen gefangen. Wir brauchen sie nur noch mit dem Netz herausholen. Die vermutlich einfachste Art, Fische zu fangen. Auf Magong fischt man so schon seit Jahrhunderten. Xinhao und Chonghua müssen nur ein paar Minuten Leinen und Netze durch die Becken ziehen. Eine Arbeit, die kaum mehr als 20 Minuten in Anspruch nimmt. Nur irgendwie sind da am Ende gar nicht mal so viele Fische im Netz. Streng genommen kein einziger essbarer. Zufall? Wir waren heute leider nicht erfolgreich. Heutzutage fahren die Fischer aufs Meer raus. Hier kommen wegen der Überfischung fast keine Fische mehr an. Aber wir machen weiter. Um ehrlich zu sein, machen wir das jetzt nur noch für die Touristen. Früher haben die Einwohner also wirklich so gefischt. Heute ist es nur noch eine Show. Die Fischer verdienen daran zwar nichts, freuen sich aber über den Besuch auf ihrer Insel. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf galileo.tv.